Ein Traum wird wahr. Heute dürfen wir euch mitnehmen ins größte Skigebiet der Schweiz und gleichzeitig eines der anspruchsvollsten der Alpen, Verbier-Quatre-Vallées. Dabei zeigen wir euch die verschiedenen Pisten und Abfahrten, die Orte und Täler bis hin zum Mont Fort, einer der spektakulärsten Buckelpisten der Welt. Und wir haben dabei auf Instagram viele Tipps von euch bekommen, die wir ins Video eingebaut haben. Das heißt, nichts wie auf in diesen Traumtag. Mehr Postkarte wird's nicht. Und das hier zeichnet Verbier aus. Und damit nochmal herzlich willkommen und Bonjour aus Verbier. Wir sind hier am frühen Morgen auf dem Weg in Richtung Gondelbahn und das hier ist der größte und gleichzeitig auch luxuriöseste Ort des Quatre-Vallées. Und wo ich schon dieses Wort gerade sage, die 4 Täler, einmal vorab, mein Französisch ist nicht optimal, bitte verzeiht's mir, ihr könnt aber gerne eure Tipps für die Aussprache unten in die Kommentare schreiben. Wir sind für unsere Aufnahmen Anfang April im Skigebiet, also richtiges Frühlings-Skifahren und deswegen auch der All-Mountain-Ski mit am Start. Doch nahezu das gesamte Gebiet hat noch geöffnet und wir können euch die verschiedenen Orte zeigen. Und dabei werden wir auch darstellen, welche Optionen ihr noch neben Verbier zum Übernachten habt. Jetzt aber erstmal auf zu den Kassen. Das goldene Ticket in der Hand, das ist der Skipass, mit dem wir das gesamte Gebiet befahren können. Es gibt dabei verschiedene Skipass-Kategorien und wir haben euch das hier gerade mal als Karte eingeblendet. Das heißt, ihr könnt auch auswählen und damit ein bisschen günstiger sein. Und apropos günstiger, es gibt einen Spartipp, denn wenn ihr hier vor Ort an den Automaten oder Kassen bucht, dann ist das der teuerste Preis. Ihr könnt aber selbst hier vor Ort noch im Internet buchen und könnt damit bis zu 20 Franken sparen pro Tag. Das haben wir gerade gemacht und haben uns das Ticket dann am Automaten rausgelassen. Also klarer Tipp zur Online-Buchung, entweder im Voraus oder noch hier vor Ort. Und jetzt geht's auf zum Skifahren. Und auf geht's! Was für schöne Kurven jetzt zum Start des Tages und das mit dem Panorama. Ihr seht es, so richtige Frühjahresbedingungen. Am Vormittag ist die Piste noch leicht eingefroren und am Nachmittag wird dann alles weicher. Und die Berge, die ihr hier im Hintergrund seht mit den Gletscherfeldern, die blenden wir euch gerade mal ein. Einige Viertausende auch, die wir heute noch sehen werden, wie zum Beispiel den Mont Blanc. Jetzt weiter im Takt und dann verschaffen wir uns mal einen Überblick am Pistenplan. Kommt mit! Hier im Hintergrund seht ihr ihn, den Mont Fort. Und da ist auch die steile Buckelpiste, die wir am Ende des Videos befahren werden und die viele von euch gelobt haben. Das müssen wir also unbedingt austesten. Hier drüben raus sehen wir den Bec de Ros. Und dieser Berg ist bekannt, weil er bei der Freeride World Tour eine zentrale Rolle spielt. Es ist immer der finale Stopp hier beim Verbier Extreme. Und da fahren die Fahrerinnen und Fahrer diesen Berg hinunter.
ein Wahnsinn. Und wenn wir dann noch hier weiter blicken, dann sehen wir den Mont Blanc im Hintergrund. Also schon ein sehr mächtiges Panorama, was euch erwartet, wenn ihr hier ins Wallis kommt, umgeben von 4000ern und das im größten Skigebiet der Schweiz. Wie der Name des Skigebiets schon sagt, spannt es sich über 4 Täler auf. Alle Daten zum Gebiet haben wir euch einmal seitlich eingeblendet. Zur Orientierung blenden wir jetzt einmal den Pistenplan ein. Ein Kartenmonster kann man fast sagen. Und ich möchte dabei das große Gebiet in 4 Teilbereiche einteilen. Wir beginnen dabei mit Verbier und La Chambre. Dieser Bereich ist sehr sportlich und vor allen Dingen für fortgeschrittene Skifahrerinnen und Skifahrer geeignet. Doch es gibt auch einzelne Pisten, wie zum Beispiel in Les Rutenets, wo wir heute Morgen fahren waren, die etwas moderater sind. Wer es ruhiger und entspannter mag, der ist in La Toumasse und Brusson gut aufgehoben. Dort hat man auch die Möglichkeit, in La Chablais zu schlafen, um mit der Gondelverbindung in Richtung Verbier etwas kostengünstiger unterzukommen. Der dritte Bereich ist sehr zentral verbunden und bietet damit auch ein Nadelöhr in diesem riesigen Skigebiet. Die Rede ist von Nendas und Civis. Dabei gibt es ein breites Angebot von Anfängerpisten bis fortgeschrittenen und auch einige Freeride-Abfahrten. Hier herrscht eine gute Balance zwischen sportlich und entspannt und Nendas gilt als sehr familienfreundlich und günstiger für die Unterkünfte. Und der vierte, abschließende Bereich rund um Vésionas und Tillon ist für seine breiten Skipisten und die sonnenverwöhnten Hänge bekannt. Hier kommen vor allen Dingen Genussskifahrer auf ihre Kosten, vor allen Dingen auch auf der sehr schönen Weltcup-Abfahrt des Loirs. Das haben auch einige von euch empfohlen und werden wir später fahren. Wenn wir uns diesen Pistenplan so anschauen, dann sehen wir auch sehr viele gelbe Abfahrten. Auch das war von euch stark empfohlen. Und das ist auch der Punkt, warum dieses Skigebiet als so anspruchsvoll und schwer gilt. Denn neben den markierten Pisten gibt es zahlreiche Möglichkeiten, auf Skirouten und im Freeride unterwegs zu sein. Und auf eine sehr bekannte Buckelpiste nehmen wir euch jetzt mit. Los! Das sieht schon gewaltig aus. Hier auch nochmal der Blick in Richtung Mont Blanc und das Skigebiet Brusson, was wir da drüben am Hang sehen. Wahnsinn! Da drüben ist Chamonix versteckt. Wer das noch nicht gesehen hat, das Video vom Vallée Blanche hier oben links verlinkt. Eine unglaubliche Gletscherabfahrt, absolute Empfehlung. Wahnsinn! Hier im Hintergrund seht ihr jetzt den Mont Gelé. Bei mehr Schnee ist das noch eine richtig gute Möglichkeit, um Freeriden zu gehen. Und für uns geht es jetzt auf eine spezielle Route. Sie wird auch genannt The Piste of Death. Wichtiger Hinweis, nur für geübte Benutzer. Okay. Angekommen an dieser Wand hier, erinnert ein bisschen an die Schweizer Mauer in Les Portes-Soleil. Und hier seht ihr auch diese Pfosten. Diese gelben Markierungen machen wirklich Verbier und Quatre-Vallées besonders und aus. Denn diese Pfosten markieren die Skirouten, die es hier zahlreich gibt und die dann genau so aussehen wie hier. Häufig sehr bucklig, unpräpariert, schwer zu fahren. Das macht einen Reiz aus und das gehen wir jetzt ab. Eieieiei. Recht anspruchsvoll zu fahren. Ihr habt auch gesehen, die Hügel sind nicht unbedingt so regelmäßig und rhythmisch und relativ eisig. Das wird zum Nachmittag natürlich noch mal besser. Ihr seht, hier treiben sich einige im Feld rum. Wenn ihr das Ganze nicht für euch bewältigen möchtet oder könnt, dann gibt es auch die Möglichkeit, mit der Gondel runterzufahren, was auch einige, wie wir hier gerade sehen, tun. Sehr spannende Abfahrt, sehr anspruchsvoll, macht aber auch ordentlich Laune. Weiter geht's.
Das hier kann richtig was. Und da drüben raus sehen wir auch den Mont Fort, wo wir später sein werden. Und hier durch den Slush zu cruisen, hat schon richtig was. Juhu! Hier kommen wir jetzt in Civis an, einem der Orte, die überhalb von Nendas liegen und direkt im Skigebiet sind. Hier ist man sehr gut angebunden, direkt an der Skipiste, aber eher funktionale Gebäude. Erinnert ein bisschen an Frankreich. Verbier ist auf jeden Fall uriger und hier ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Bergort. Eines muss man sagen, die Beschilderung ist wirklich gut. Also ihr könnt euch im Gebiet sehr gut über diese großen Tafeln hier orientieren. Wir sind gerade aus Verbier gekommen, waren jetzt gerade in Civis. Ich weiß, Aussprache wahrscheinlich komplette Katastrophe. Und nach rechts ab geht es jetzt nach Vésionas und Tillon, wo wir dann die Bärenpiste auschecken wollen. Was das genau ist, das seht ihr gleich. Wow, 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 wow. Auf dem Weg ans andere Ende des Skigebiets merkt ihr zwei Dinge. Auf der einen Seite sehr viele Ziehwege, Schlepplifte, es dauert wirklich lang. Und auf der anderen Seite habt ihr hier diesen Überblick über das große Skigebiet. Wir sehen hier Tal 1, Tal 2, Tal 3 dahinter und fahren jetzt ins 4. Tal. Und dann sind wir angekommen endlich. Es ist schon ganz schön viel Strecke, die wir zurücklegen. Und zwischendurch immer eine gute Piste. Die nutzen wir jetzt. Spring Skiing! Boah! Boah, wie gut war die Piste bitte! Richtig starke Kurven hier und ihr seht, durch die Schlepplifte ist fast nichts los. Sonnenverwöhnt, Carving-Pisten, das macht den Bereich hier aus. Wow, Slushy! Slope Slayer! Woo! Woo! Kurz den Ausblick hier runter ins Rhonetal genießen. Ihr wisst es ja, im Sommer waren Linus und ich auch auf einer großen Passtour, der 3-Pässe-Tour mit dem Rennrad unterwegs. Und da waren wir am Rhone-Gletscher. Und jetzt hier dieses breite Tal zu sehen, wo auch sehr viele Skigebiete dran liegen. Also Crans-Montana, Zermatt, all das erreicht man aus dem Wallis und dabei meistens durch das Rhonetal. Ist schon besonders. Nach einiger Zeit, Ziehwegen und Schleppliften haben wir es gepackt. Wir sind jetzt hier am anderen Ende des Skigebiets angekommen. Hinter mir seht ihr Tillon, wo ihr auch übernachten könnt. Auch da haben einige von euch Tipps zugeschrieben. Und wir stehen hier auch direkt an der World Cup Abfahrt. Piste de l'Oise, der Bärenpiste, von euch sehr empfohlen. Soll eine sehr starke Carving-Piste sein, die wir gleich fahren werden. Doch jetzt für uns erstmal kleine Stärkung. Ihr seht hier auch im Hintergrund das Tipi. Es gibt so viele Möglichkeiten, hier im Skigebiet einzukehren. Und da haben wir euch alle Screenshots von Instagram einmal unten in der Beschreibung in ein Archiv gelegt, sodass ihr euch da weitere Tipps für die Einkehr holen könnt. Es ist aber auch kostspielig in der Schweiz einzukehren und da kommt mein Tipp. Rawbite. Es ist wieder Winter, füllt euch die Lager auf mit diesen Riegeln. Ich setze seit einigen Jahren auf die Riegel und habe jetzt gleich auch wieder einen Rabattcode für euch. Ich habe hier gerade 3 meiner Lieblingsgeschmäcker mit dabei. Es gibt aber auch noch zahlreiche weitere Sorten und ihr könnt euch einfach mal durchprobieren. Wie der Name der Riegel schon sagt, setzen sie auf sehr wenige Zutaten, dabei 100% biologisch und komplett aus Nüssen und Früchten. Das macht sie sehr gut verträglich, 100% vegan und glutenfrei und insbesondere beim Sport gibt das eine Menge Energie. Alle weiteren Informationen rund um die Riegel findet ihr auch unten in der Beschreibung nochmal verlinkt. Und es gibt gerade einen Rabattcode. Der ist nur für 2 Wochen gültig. Auch den findet ihr unten schriftlich. Also einfach auf der Seite von Rawbite diesen Rabattcode einsetzen, euer Lager auffüllen, auf den Skipisten, zum Beispiel hier in der Schweiz snacken. Das machen wir jetzt und dann geht's auf die Piste. Und auf geht's! Dann schauen wir uns das mal an. Woohoo!
Okay, ihr hattet auf jeden Fall recht. Sehr, sehr starke Piste. Jetzt natürlich absolute Frühlingsbedingungen. Ein bisschen zerfahren, aber auch bei diesem Slush, bei diesem nassen Schnee hat es richtig Spaß gemacht. Und jetzt keine Ausreden mehr. Auf zum Montfort und dieser besonderen Buckelpiste. Okay, jetzt wird's ernst. Angekommen am höchsten Punkt des Skigebiets auf 3300 Metern. Und hier bietet sich eine große Aussichtsplattform und eben der Start in Richtung Buckelpiste. Dort hat sich auch jemand umentschieden, hat kalte Füße bekommen und ja, kommt wieder zurück. Mal schauen, wie steil das tatsächlich gleich wird. Wenn ihr hier oben seid, dann solltet ihr auf jeden Fall den Ausblick einmal genießen. Beginnt da drüben bei der Jungfrau, die wir ganz am Eck noch sehen, dann hier raus in Richtung Matterhorn. Was wir da hinten im Nebel sehen von der anderen Seite, ist nicht ganz so markant wie eben von der Seite, die wir von Zermatt aus kennen. Und dann blicken wir hier über viele weitere 4000er bis hinaus in Richtung Mont Blanc, der sich eben da hinten verbirgt. Ihr seht gerade die Aufnahme dazu eingeblendet. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr sogar dort oben auf die Plattform gehen, eine Glasplattform, um den Ausblick noch mal besser zu genießen. Oder im höchsten Fondue-Restaurant der Schweiz ein Fondue genießen. Also, das sind eure Optionen hier oben und wir gehen jetzt die wesentliche an. Montfort Buckelpiste. Let's go! Und wer Lust hat, kann hier auch mit einer Zipline runterfliegen, haben wir heute auch jemanden beobachtet. Das hier macht seinem Ruf alle Ehre. Es ist sehr steil, es sind sehr starke Buckel hier beim Start. Es wirkt so ein bisschen wie der Start der Schweizer Wand oder auch wie bei Le Tunnel. Ein enger Einstieg und danach findet man da unten eher rhythmische Buckel. Schauen wir erstmal, dass wir durch diesen ersten Teil hier durchkommen. Bereit? Dann nichts wie auf. Oh. Hier seht ihr es auch nochmal, tiefe Buckel von ganz oben und vor allen Dingen auch Steilheit. Hier ist es schon etwas moderater geworden als ganz oben. Wenn du hier runterfährst, sei dir sicher, dass du deine Ski beherrschst und dass du vielleicht das ein oder andere Mal schon in einer leichteren Buckelpiste unterwegs warst. Weiter im Takt. Was für eine besondere Abfahrt und jetzt kommen wir zu meinem Fazit rund um Verbier, Quatre-Vallées, dieses riesige, das größte Skigebiet der Schweiz. Mir ist aufgefallen, dass es sehr weitläufig ist und ihr habt auch gesehen, dass es sich zieht. Hier kommt es also darauf an, dass ihr euch im Skigebiet gut positioniert, was die Wahl der Unterkunft angeht. Nochmal, Verbier sehr teuer, nennen das eher familienfreundlicher, dafür aber nicht direkt mittendrin im Freeride-Areal hier. Und wir haben auch gesehen, ganz am anderen Ende des Skigebiets, sehr gute, entspannte Carving-Pisten, aber doch einiges an Weg, um hier in diese besonderen Off-Pist-Areale hineinzukommen. Das Skigebiet zeichnet auf jeden Fall das Freeriden und dieses Anspruchsvolle aus und ich teile absolut die Meinung, dass es eines der anspruchsvollsten Skigebiete Europas ist, insbesondere dann, wenn man all das neben den Pisten nutzen kann, was wir heute aufgrund des Frühlingswetters nicht so richtig nutzen konnten. Das heißt für mich und uns nochmal herkommen. Wenn einfach mehr Schnee da ist, während ihr das Video gerade seht, bin ich ja auf Weltreise, produziere diese Saison nicht unbedingt aktuelle Inhalte, außer in Japan. Da könnt ihr euch in der nächsten Zeit drauf freuen. Denkt an Rawbite, der Rabattcode ist direkt unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch eine fantastische Saison, habt einen guten Start in die Saison und genießt es. Viel Spaß, Grüße aus der Schweiz.